Seit jetzt schon 2 Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Und seit 2 Jahren verteidigen die Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Heimat tapfer gegen diesen erbarmungslosen Angriffskrieg. Die russische Invasionsarmee verursacht jeden Tag unendliches menschliches Leid. Viele tausend Zivilistinnen und Zivilisten wurden getötet und verwundet. Unzählige mussten ihr Land verlassen. Und viele haben hier bei uns Zuflucht gefunden. Seit dem 24. Februar 2022 hat Deutschland die Ukraine bereits mit rund 28 Milliarden Euro unterstützt. In Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern werde ich immer wieder gefragt, ist es richtig, dass wir der Ukraine so massiv helfen? Ich sage Ihnen ganz klar, ja, auch wenn wir die finanziellen Folgen natürlich spüren. Denn was wäre denn, wenn Putin mit seinem Feldzug tatsächlich Erfolg hätte? Wenn Grenzen in Europa einfach so mit Gewalt verschoben werden könnten? Die Folgen davon wären für uns viel teurer als unsere Unterstützung der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf, und zwar in jeder Hinsicht. Putin will die Ukraine unterwerfen. Gelingt ihm das, dann ist das eben nicht die Rückkehr zum Frieden, dann ist das der Auftakt zur nächsten Aggression. In seinen eigenen Worten hat Putin immer wieder erklärt, dass seine Ziele viel weiter gehen. Wenn wir die Ukraine unterstützen, dann geht es also nicht nur um die Ukraine selbst. Dann geht es um die europäische Friedensordnung insgesamt und darum, dass wir unsere eigene Freiheit bewahren. Deswegen war es mir eine große Freude, den ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky hier in Berlin zu begrüßen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir beide unsere Unterschrift unter eine sehr wichtige gemeinsame Vereinbarung setzen konnten. Mit diesem Abkommen sagt Deutschland fest zu, wir werden die Ukraine langfristig weiter unterstützen. Deutschland wird der Ukraine auch in Zukunft helfen, dass sie sich selbst gegen russische Angriffe schützen und verteidigen kann. Wir unterstützen militärisch, etwa indem wir Waffen liefern und ukrainische Soldaten ausbilden, auch indem wir der ukrainischen Verteidigungsindustrie helfen, sich so zu modernisieren, dass sie ihr Land noch besser schützen kann. Gleichzeitig ist ganz klar, es wird in diesem Krieg keine deutschen Soldaten in der Ukraine geben. Dieses Abkommen bedeutet nicht, dass Deutschland eine Partei des Krieges wird. Natürlich schauen wir auch in die Zukunft. Nach einem möglichen Kriegsende werden wir uns weiter eng mit der Ukraine abstimmen, um erneuten russischen Angriffen schnell entgegnen zu können. Und wir gehen in dem Abkommen über das rein militärische hinaus. Auch unsere zivile Unterstützung haben wir geregelt, etwa für den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur in der Ukraine. Im Gegenzug verpflichtet sich die Ukraine, ihren Reformkurs entschlossen fortzusetzen. Da geht es um starke demokratische Institutionen und den Kampf gegen Korruption. Auch dabei können sich die Ukrainerinnen und Ukrainer auf unsere Unterstützung verlassen. Es ist gut, dass viele weitere Partner in Kürze ähnliche Vereinbarungen schließen werden oder das schon getan haben. So senden wir 2 Jahre nach Beginn dieses entsetzlichen Krieges eine glasklare Botschaft an die Ukraine. Und zugleich eine glasklare Botschaft an den russischen Präsidenten. Wir werden in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Wir werden weiter fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen.